Professionelle Projektleiter-Interimslösung für Industrie, Automotive, Maschinen- und Anlagenbau. Welche Vorteile diese Interimslösung hat, das erfahren Sie heute hier in der Sendung. Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Heute zum Thema: Welche Vorteile hat eine professionelle Projektleiter-Interimslösung für Industrie, Automotive, Maschinen- und Anlagenbau? Dazu habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen: Martin Schneider, Inhaber und CEO der Brainforce-Gruppe. Hallo Herr Schneider, schön, dass Sie wieder mein Gast sind. Guten Tag. Herr Schneider, in welchen Situationen kommt denn eine professionelle externe Projektleiter-Interimslösung im Umfeld von der Industrie, im Automotiv- oder im Anlagen- und Maschinenbau überhaupt zum Tragen? Jedes Unternehmen arbeitet mit Projekten. Alles wird auf Projekten aufgebaut. Sie sind also sehr fundamental für die Funktionsweise eines Unternehmens. Es geht darum, mit Projekten Probleme zu lösen oder eben Lösungen zu erarbeiten. Zeit ist Geld, besonders in Branchen, wo sehr viel Geld umgesetzt wird in sehr kurzer Zeit, sprich Automobil, Zulieferung, Maschinen, Anlagenbau, Elektronik, elektrische Produkte, Life Sciences und so weiter. Der Ausfall eines Projektleiters hat natürlich hohe Auswirkungen. Es kann aber auch ein Kapazitätenengpass sein. Oder es kann im Hause einfach ein fehlendes Wissen sein. Das heißt, man möchte etwas Neuartiges angehen, ein neuartiges Projekt starten und hat dieses Wissen, diese Erfahrung nicht im Hause. Und entsprechend eignet sich natürlich eine professionelle externe Interim-Management-Lösung. Im Zusammenhang mit Projekten hört man ja auch oft die Begriffe Freelancer, Freiberufler oder eben auch Interimsmanager. Gibt es denn da großartige Unterschiede? Ja, also ich würde schon sagen, es gibt zwei klare grundsätzliche Unterschiede. Die Freelancer und die Freiberufler, die werden in der Regel auf Basis Arbeitnehmerüberlassung eingesetzt. Die Zeitarbeit, wo eben diese Freelancer normalerweise eben als Zeitarbeiter eingesetzt werden, die haben keine Führungsverantwortung normalerweise, sondern die Fachlichkeit steht im Vordergrund. Das ist typischerweise im IT-Umfeld der Fall, wo es eben um sehr erfahrene Softwareentwickler zum Beispiel geht, die an einem Projekt mitarbeiten. Hingegen im Interim-Management geht es um eine operative Führung. Also es geht um die Planung, die Steuerung in einer hierarchischen Struktur. Und der Einsatz basiert meistens eben eigentlich auf einem Werksvertrag oder auf einem Dienstvertrag. Wo sehen jetzt Sie die Vorteile einer professionellen externen Interimslösung zur Leitung eines wichtigen Projekts? Ich sehe hierzu 5 Vorteile. Erstens die Erfahrung und der Leistungsausweis, der ein Interim-Projektleiter mitbringt. Es ist eben eine Mischung aus Fachwissen und Führungserfahrung und das auch in verschiedenen Rollen. Es kann die Rolle eines Teamleiters sein, es kann gleichzeitig eben die Rolle eines Coaches, Business Coaches sein, gleichzeitig die Rolle eines Moderators oder Mediators etc. Ein guter Projektleiter ist wirklich ist Gold wert, ist sehr viel wert und deshalb ist man gut beraten, eine gute Auswahl zu treffen. Punkt 2, der Zeitfaktor. Man möchte ja einen Projektleiter, der nicht eine lange Lernkurve durchstehen muss. Das ist teuer. Ein Interim-Management-Provider kann in der Tagen einen sehr erfahrenen, genau passenden Interim-Manager, Interim-Projektleiter vorschlagen, der dann starten kann und keine Lernkurve benötigt. Punkt 3, die Flexibilität. Der Einsatz kann sehr variabel sein. Der Ressourcenbedarf kann sehr unterschiedlich sein. Es werden ja nur die effektiv geleisteten Tage bezahlt und nicht Ferien und nicht Urlaub oder Krankheitstage etc. Viertens die Unparteilichkeit. Das ist extrem wichtig,
bei einer Transformationssituation, bei einer Reorganisation, bei einer Restrukturierung, aber auch bei sonstigen Führungssituationen, wo eben Politik fehl am Platz ist und wo eben gerade diese Unabhängigkeit von großem Wert ist. Und fünftens die Best Practice. Ein Interim-Projektleiter hat Kraft seiner Erfahrung in verschiedenen Situationen, Unternehmen, eine Praxis, die er natürlich mitbringt und gepaart mit seinem Wissen, seinem aktuellen praktischen Wissen, kann er natürlich diesem Unternehmen auch wirklich eine Best Practice bieten. Aber Herr Schneider, was sind die Faktoren, die ein guter Interimsprojektleiter mitbringen muss, um überhaupt Erfolg zu haben? Es kommt ein bisschen darauf an, wo er eingesetzt wird. Also wenn es um einen Einsatz in einem Hochtechnologieumfeld geht, in einem sehr anspruchsvollen Umfeld, dann ist die technische Kompetenz sehr wichtig. Gepaart natürlich mit Führungskompetenz, aber trotzdem die technische Kompetenz ist sehr, sehr wichtig. Und wenn es nur um ein reines Projektmanagement geht, wo er einfach planen und steuern muss, dann ist vielleicht die technische Komponente etwas weniger wichtig. Aber trotzdem, die Branchenerfahrung ist auch da sehr, sehr nützlich. Dann die Soft Skills sind ganz klar entscheidend für den Erfolg. Er muss ja interdisziplinäre Teams führen. Er muss stufengerecht gut kommunizieren können. Er muss gut organisieren können. Er muss ein Talent sein, um Probleme zu lösen. Er muss ziel- und ergebnisorientiert handeln können. Er muss flexibel sein, muss auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit haben. Und er muss eben inner Tagen operativ sein. Ein guter Interim-Projektleiter hat das durch seine jahrelange Praxis als eine Routine im Blut, diese dauernde Veränderung und rasche Einarbeitsfähigkeit. Aber Herr Schneider, Sie haben ja jetzt eine wirklich ganze Menge aufgezählt. Wie kann denn ein Dienstleister aufgrund dieser kurzfristigen Interimsprojektleiterlösung so etwas überhaupt anbieten, nachdem ja es doch eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen gibt? Ja, das ist sicher so und deshalb braucht es einen großen Pool. Und zwar ein Pool, der über 500, über 1000 Mitglieder beinhaltet, weil dadurch kann man aufgrund der Wahrscheinlichkeit sicher 10 Kandidaten auswählen, die genau passen auf diese Situation und aus diesen 10 am Schluss 2 bis 3 übrig bleiben, die eben nicht nur passen, sondern auch nächste Woche starten können. Der Kunde hat mit diesen 2, 3 eben auch eine Auswahl, um auch den Faktor Chemie, persönliche Chemie, irgendwo abbilden zu können. Aber wie misst man denn den Erfolg eines solchen Projektleiter-Interimslösung und welche Faktoren tragen da dazu bei? Klar, der Erfolg letztlich ist da, wenn der Kunde sagt, die Erwartungen sind übertroffen worden. Der Erfolg ist auch da, wenn man wirklich einen Mann hat, oder eine Frau hat, die wirklich hands-on, gute Coaches, die wirklich mit Konsequenz führt, hartnäckig ist und eben die Kontinuität des Projektes sicherstellen kann. Das kann durchaus auch beinhalten, dass der Projektleiter das ein oder andere Teammitglied ersetzen muss, wenn dieses nicht performt. Und ein guter Projektleiter, der wird eben auch permanent nach Verbesserungen streben. Jemand, der sagt, das haben wir jetzt 20 Jahre schon so gemacht, jetzt machen wir es die nächsten 10 Jahre auch so weiter, das ist definitiv fehl am Platz. Was muss ich denn als Unternehmen rechnen? Wie viel kostet eine solche Interimsprojektleiterlösung mit Leistungsausweis mich als Unternehmer? Die Kosten werden in Tagen bemessen, das heißt also jeder Tag des Einsatzes wird mit einem Tagessatz bezahlt und zwar nicht Stunden, das ist eher ein Thema bei der Zeitarbeit. Also beim Interim-Projektleiter ist es so, dass eben diese Tagessätze zur Anwendung kommen und die sind abhängig von der Seniorität, von der Erfahrung, von der Branche, Dauer, Pensum und eben auch vom Verantwortungsumfang. Es spielt eine Rolle, ob dieses ein lokales Projekt ist oder ein internationales, komplexes Projekt. Typischerweise, so als Faustregel,
spricht man von etwa 1% des Jahresbruttozielsalärs einer solchen Funktion in Festanstellung. Und das pro Tag. Herr Schneider, können Sie für unsere Zuschauer nochmal die 3 wichtigsten Gründe für den Mehrwert einer Interimslösung im Umfeld eben von Industrie, Maschinen- und Anlagenbau kurz zusammenfassen? Punkt 1, die zeitliche Komponente, die kurzfristige Verfügbarkeit, die flexible Einsatzdauer und das flexible Einsatzpensum. Punkt 2, die Kombination von verschiedenen Skills, technisch, Führungserfahrung, aber eben auch eine hohe Sozialkompetenz. Und drittens, die Unvoreingenommenheit, die Außensicht. Die ist extrem wichtig in vielen Situationen. Und dort ist es eben nicht nur das Fachwissen und die Führungskompetenz, sondern eben auch ein Mehrwert dadurch, dass der Interim-Projektleiter eben auch neue Impulse setzen kann und neue Impulse ins Unternehmen reinbringen kann. Wenn unsere Zuschauer jetzt noch Fragen haben, Herr Schneider, oder vielleicht sogar eine persönliche Beratung wünschen, wohin dürfen die sich denn wenden? Die dürfen mir jederzeit anrufen, E-Mail schreiben. Wir sind 7/24 für Sie da. Wir sind ein Unternehmen, das global integriert arbeitet, keine Franchise. Deshalb, ob Sie uns in Hamburg, in München, in Wien, in Zürich oder in Shanghai anrufen, Sie werden genau die gleiche Qualität des Prozesses erhalten. Wir werden Ihnen nach einem vertieften Gespräch und dem Verständnis der Situation, der Bedürfnisse, der Zielsetzungen, werden wir Ihnen ein Angebot machen und Kandidaten innerhalb von wenigen Tagen unterbreiten, die dann auch sofort starten können. Dann bedanke ich mich vielmals für die Informationen und dass Sie heute wieder Gast bei mir im Studio waren. Danke. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, benötigen Sie einen Interimsprojektleiter oder haben Sie Fragen dazu? Die dürfen Sie natürlich auch gerne unten in die Kommentare stellen. Ich verabschiede mich bei Ihnen, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.